REST ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, ein Protokoll zum Datenaustausch, sondern REST ist ein Architekturstil mit bestimmten Prinzipien. Und diese Prinzipien, die schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an und das kommt jetzt. REST steht für Representational State Transfer und das ist ein Stil, der im Jahr 2000 in einer Dissertation beschrieben oder gefordert wurde. Und REST lässt sich in 6 Prinzipien zusammenfassen. Diese Prinzipien sind zum einen stateless, das heißt also die Kommunikation zwischen Client und Server ist in dem Sinne stateless, dass der Client seine Session-Informationen selber behält, selber managt. Das heißt also, ich muss jedes Mal wieder, wenn ich Client bin, auf den Server zugehen und den Zustand, in dem ich mich gerade befinde, in die Anfrage an den Server reinkodieren. Natürlich gibt es einen Zustand auf der Serverseite, weil ich habe ja Entities auf der Serverseite, die einen auch persistent gespeicherten Zustand haben. Aber den Client-Zustand, den speichert der Client selber. Das heißt stateless hier. Die zweite Forderung von REST ist, dass es Ressourcen gibt, die mit einer eindeutigen ID zugreifbar sind. Und wenn Sie sich zurückerinnern, was wir in DDD gemacht haben, dann geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass wir bestimmte Entities identifizieren und man kann sich ausrechnen, dass hier sozusagen der Handshake zwischen REST und diesem DDD-Design-Ansatz existiert, dass man nämlich sagen kann, gewisse Entities, gewisse Ressourcen lassen sich über REST exposen mit Hilfe einer ID. Das werden wir im nächsten Video ein bisschen genauer anschauen. Das dritte Prinzip von REST ist, dass möglichst weitgehend Standardmethoden, in diesem Fall Standardmethoden von HTTP, verwendet werden sollen. Da werden wir gleich noch am Beispiel sehen, welche Vorteile das hat. Das macht nämlich REST wunderbar schlank und man kann durchaus sagen, dass REST deswegen so einen Siegeszug angetreten hat, weil es sich um eine sehr schlanke Form der Kommunikation zwischen Client und Server handelt. Die vierte Forderung ist, dass es Caching unterstützen soll, also eine cacheable Kommunikation zwischen Client und Server darstellen soll, mit der einfachen Begründung, dass ein Client-Server-Call, der gar nicht gemacht werden muss, weil man einen Cache abfragen kann, immer noch der beste Call ist. Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip der verschiedenen Repräsentationen, die sich der Client aussuchen kann. Das heißt, ich kann als Client anfragen, in welcher Form, in welchem Format ich die Daten vom Server haben möchte. Auch das wird von REST unterstützt. Und dann gibt es noch eine 6. Forderung. Das ist der Applikationszustand via Links. Das ist aus Sicht von Fielding, der diese Dissertation damals geschrieben hat, sogar mit die wichtigste Forderung, die diesem Architekturstil zugrunde liegt. Wenn man das auf Englisch übersetzt, heißt das Hypermedia as the Engine of Application State oder HATOAS. Das ist allerdings die Forderung, die sich in der Praxis dann doch am wenigsten durchgesetzt hat. Und wir werden uns das später noch einmal anschauen. Als kleiner Vorgriff, dieser HATOAS oder Applikationszustand via Links, das ist der höchste Reifegrad, der Level 3. Und den gibt es in der Praxis eher selten. Auch wir werden uns hier auf den Level 2 konzentrieren. Was das ist, das kommt gleich noch. Und der enthält keine solchen Links. Level 2 ist eigentlich das, was die Mehrheit der REST APIs, die Sie so in der Praxis finden, aufweist. Wir werden das, was REST in der Praxis ausmacht, anhand eines Maturity-Modells entwickeln. Das ist das Richardson Maturity-Modell. Das hat 4 Stufen von 0 bis 3. Das ist bekannt geworden durch einen Post von Martin Fowler. Der Link ist hier unten eingeblendet, den finden Sie auch im Skript. Das Level 0 ist The Swamp of POX. POX steht für Plain Old XML. Dieser Post ist noch aus einer Zeit, wo XML en vogue war und noch nicht JSON. Level 1 ist Resources, also die Verwendung von identifizierbaren Ressourcen. Level 2 sind die Verwendung von HTTP-Verben in meinem API. Level 3 sind dann Hypermedia Controls, also Links in der Payload, die mein Server mir zurückschickt. Und wenn man mal in der Praxis guckt,
dann gilt Level 2 als das, was wir unter gutem REST API verstehen. Und die Mehrheit aller REST APIs, die man in der Praxis findet, sind Level 2 APIs. Wir werden in diesem Video Level 3 gar nicht anschauen. Das werde ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen, weil das quasi nochmal eine ganz eigene Form des API-Designs ist. Beginnen wir mal bei Level 0, The Swamp of POCs. Dafür schauen wir uns ein Beispiel an, was auch direkt aus dem Fowler-Post entnommen ist. Wir nehmen an, es gibt ein Arztbuchungssystem, hier in grün rechts, und wir haben als Patient so einen privaten Kalender-Client und wir möchten jetzt, dass unser Kalender-Client direkt mit dem Arztbuchungssystem spricht, via einer B2B-REST-Schnittstelle. Und jetzt überlegen wir, wie könnte diese REST-Schnittstelle aussehen. Nehmen wir mal an, in der allereinfachsten Form, wir haben einfach einen globalen Service, Appointment Service, mit dem kann ich dann offene Zeitschlitze anfragen und Appointments, also Treffen mit dem Arzt buchen. Und dann würde ich jetzt mal, wenn ich das naiv implementiere, mit einem Post eine Payload hinschicken und in der Payload, da steht so ein XML-Schnipsel drin, wo dann sowas wie Open Slot Request drin ist. Das heißt also, ich bitte für einen bestimmten Arzt, für einen bestimmten Tag um die Liste der noch verfügbaren Zeitschlitze. Das System liefert mir so eine Liste zurück. Ich wähle mir einen der Zeitschlitze aus und schicke einen zweiten Post an den Service, wo dann dieser Appointment Request drin ist. Also ich habe mir, was weiß ich, den dritten Zeitschlitz ausgesucht, schicke den hin und dann bestätigt mir das System nochmal, ja, dieses Appointment ist jetzt vereinbart. Das kann man durchaus so machen. Das ist also, wenn man so will, syntaktisch korrekt, nutzt auch HTTP in einer korrekten Weise. Es ist aber kein REST-konformes API. Jetzt schaue ich mir für Level 0 mal meine 6 Forderungen an. Die Forderung 1 ist erfüllt, also Statelessness. Der Server verwaltet nicht den Zustand meines Clients. Das macht der Client selber. Das ist fein. Alle anderen Forderungen sind nicht erfüllt. Ich kann die Ressourcen nicht explizit über eine URI sehen, weil ich spreche immer nur diesen Appointment Service an. Und was für Ressourcen ich abfrage, ist in der Payload verborgen. Also im Request Body und dann eben in der Rückgabe im Response Body. Standardmethoden verwende ich auch nicht wirklich, weil ich mache alles über einen Post. Ich schicke einfach nur irgendwie immer so einen Umschlag mit irgendwas drin an den Server. Cacheable ist es natürlich auch nicht, weil der Server immer diesen Request Body aufmachen muss, um zu gucken, was drin ist. Verschiedene Repräsentationen kann ich in der Form auch nicht abfragen. Dann müsste ich da wieder irgend so eine Spezialprogrammierung vornehmen. Und Links habe ich auch nicht drin, also dieses HateOS. Das heißt also, ich habe relativ wenig meiner Forderungen erfüllt. Gehen wir mal weiter zum Level 1 und führen die Ressourcen ein. Wie könnte das jetzt aussehen? Ich könnte statt meines Appointment Services könnte ich ein neues API designen, wo die Ressourcen explizit zu erkennen sind. Ich könnte also ein API Doctors anlegen und da gibt es dann für jeden Doktor einen Endpunkt und die ID des Doktors ist sein Namenskürzel, also hier M. Jones. Und wenn ich dann einen Termin buchen möchte, dann mache ich das über die Ressource Slots. Und hier habe ich einen bestimmten Slot, nämlich den mit der ID 1234. Wie würde jetzt meine Buchung aussehen? Ich würde erstmal wieder einen Post hinschicken mit meinem Open Slot Request. Diesmal schicke ich den aber direkt an Doctors M. Jones. Also ich codiere nicht mehr in meinem Request Body, welchen Doktor ich anspreche, sondern das habe ich ausgelagert und explizit gemacht in Form des APIs. Dann gibt mir das System wieder so eine Open Slot List zurück und ich wähle mir einen Slot aus und schicke per Post so ein Appointment Request zurück und das System bestätigt mir das Appointment. Schauen wir uns mal detailliert an, was tatsächlich an Payload hier verschickt und empfangen wird. Wenn ich diesen Post auf Doctors M. Jones mache, dann würde ich in der Payload sowas wie Open Slot Request mit einem Attribut Date haben. Also ich möchte für einen bestimmten Tag alle offenen Zeitschlitze haben.
Zurück würde ich kriegen das 200 okay, das heißt, die Anfrage ist erstmal in Ordnung und konnte bedient werden. Und er würde mir so eine Open Slot List zurückgeben, die aus einer Liste von Slots besteht. Jeder Slot hat eine ID. In diesem Slot steht der Doktor drin, den ich sehen möchte, und es steht eine Start- und eine Endzeit meines Zeitschlitzes drin. Dann würde ich einen Post auf Slots 1, 2, 3, 4 machen. Das war eine der Optionen, die ich gerade bekommen habe. Und die Payload würde aus einem Appointment Request bestehen. Hier könnte zum Beispiel das Attribut Patient gesetzt sein mit meinem Namenskürzel drin. Und er würde mir dann als Antwort zurückgeben 201 created. Das heißt, er hat hier ein neues Appointment angelegt, also created. Und an der Stelle würde er dann sagen, ich kriege ein Appointment zurück und dieses Appointment zeigt auf den Slot 1, 2, 3, 4 mit dem Dr. M. Jones und dem Start- und dem Endedatum und meiner Patient-Kennung. Wenn wir uns jetzt Level 1 wieder vor dem Hintergrund der Prinzipien von REST anschauen, dann kann man sagen, diese zweite Forderung ist jetzt auch erfüllt. Wir haben die Ressourcen mit einer URI sichtbar gemacht. Das heißt, wir haben die Natur dieses Requests nicht mehr versteckt in der Payload, sondern sie ist offen, ersichtlich, dadurch, dass ich ein bestimmtes API anspreche und in der API ist die Ressource kodiert. Einen bestimmten Doktor, nämlich Dr. M. Jones, einen bestimmten Zeitschlitz, nämlich Slots 1, 2, 3, 4. Alles andere habe ich noch nicht umgesetzt. Keine Standardmethoden, Cacheable ist es auch noch nicht, weil nach wie vor alles in der Payload steckt. Ich muss also immer die Payload auslesen. Verschiedene Repräsentationen habe ich auch noch nicht kodiert und Links auch nicht. Dann kommen wir mal zum Level 2. Da hätten wir dann tatsächlich, wie wir gleich sehen werden, all diese Anforderungen bis auf die letzte umgesetzt. Wie sieht also tatsächlich ein gutes REST API aus? Dafür sollten wir einmal vorab schauen auf potenzielle Eigenschaften von HTTP-Verben, weil das ist ja das, was jetzt Level 2 ausmacht. Wir nehmen zusätzlich zu den expliziten URIs noch die Verwendung von HTTP-Verben rein, um so bestimmte Absichten unseres Requests deutlich zu machen. Also ein Post wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, dass ich irgendwas anlegen will. Ein Get wird was damit zu tun haben, dass ich irgendwas abfrage und so weiter. Und um diese Verben eben richtig einordnen zu können, bieten sich diese 5 Eigenschaften an. Sicher bedeutet, ein Request verändert nichts auf der Serverseite. Idempotent heißt, ich kann diesen Request so häufig ausführen, wie ich will. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Identifizierbare Ressource heißt, ich kann die Ressource, um die es geht, direkt aus diesem Verb und der zugehörigen URI erkennen. Cachefähig heißt, ich kann aus dem Header heraus dieses Requests entscheiden, ob ich die Anfrage aus dem Cache bedienen kann oder ob ich tatsächlich eine Query auf der Datenbank machen muss. Und sichtbare Semantik bedeutet, ich kann aus dem Verb und der URI heraus direkt sehen, worum es sich handelt. Und das sind hier die wichtigsten HTTP-Verben. Es gibt noch eine Ecke mehr, aber das sind die, die in der Praxis tatsächlich vorkommen. Get bedeutet, ich frage irgendwas ab. Head ist das gleiche wie Get, nur dass ich keine Payload zurückkriege. Ich kriege also nur den Header zurück. Das ist dann sinnvoll, wenn ich erwarten kann, dass mit einem Get eine große Datenmenge zurückkommt oder eine sehr komplexe Query verknüpft ist. Und ich will erstmal rauskriegen, ob diese Ressource zum Beispiel tatsächlich existiert. Das kann ich prima mit einem Head machen. Options, damit liefert mir der Server seine aktuell verfügbaren Optionen zurück. Mittels Put kann ich eine Ressource ersetzen. Mittels Patch kann ich sie ändern, indem ich so partielle neue Daten übergebe. Die beiden sind also eng verwandt. Delete macht das, was man erwarten würde, und Post schickt halt etwas neu an den Server, der daraus dann eine Ressource machen soll. Schauen wir uns jetzt diese verschiedenen Verben mal in Hinblick auf unsere Kriterien an. Wenn man das Get und das Head anschaut, für die gilt alles. Die sind sicher, weil die lesen nur. Die sind idempotent, das kann ich so oft machen, wie ich will.
Die Ressource ist identifizierbar, weil die in der URI steckt. Cachefähig ist es auch, weil ich einen bestimmten Mechanismus habe, das sogenannte E-Tag, das werde ich hier im Video nicht vertiefen, mit dem dann entschieden werden kann, ob die Anfrage noch quasi aktuell ist oder ob sich die Ressource, die ich hier anfrage, in der Zwischenzeit geändert hat. Und eine sichtbare Semantik hat es natürlich auch. Options ist das alles außer cachefähig. Das ist weniger eine Frage des Könnens, sondern eher eine Frage des Designs. Options ist halt so angelegt worden, dass es nicht auf den Cache gucken soll, sondern dass immer die aktuellen Optionen des Servers zurückgeliefert werden. Also das steht tatsächlich so in der RFC drin. Man könnte es auch cachefähig machen, aber es war bei der Spezifikation nicht gewollt. Put und Patch ist auch alles außer zwei, nämlich es ist nicht sicher, weil es verändert ja was, und es ist natürlich auch nicht cachefähig, weil wenn ich was verändere, dann kann ich den Cache ja nicht nutzen. Für Delete gilt dasselbe. Es ist natürlich nicht sicher, weil es löscht was. Es ist auch natürlich nicht cachefähig, aber es ist genauso wie Put-Patch idempotent, weil ich kann eine Ressource einmal löschen und wenn ich dann das Delete noch mehrfach aufrufe, dann kriege ich halt ein 404 zurück. Die Ressource gibt es dann nicht mehr, ich mache aber auch nichts kaputt. Die Ressource ist, genauso wie bei Put-Patch, eindeutig zu erkennen und eine sichtbare Semantik ist eben auch abzuleiten. Nur für Post gilt tatsächlich nichts von alledem. Post ist nicht sicher. Das hängt halt von der Art ab, wie so ein Post implementiert ist. Man könnte auch irgendeine Geheimbotschaft in den Request-Body reintun, lösche den gesamten Serverinhalt und wenn ich das dann tatsächlich implementiere, dann ist der ganze Server leer hinterher. Macht natürlich kein Mensch, aber ich kann es halt nicht kontrollieren. Es ist nicht sozusagen in der Natur von diesem HTTP-Verb hinterlegt. Idempotent ist es auch nicht, weil ich schicke immer wieder was Neues zum Server und im Zweifel legt er immer wieder eine neue Ressource an. Die Ressource ist nicht identifizierbar. Cachefähig ist es natürlich auch nicht, weil ich muss immer in den Body reinschauen. Und sichtbar ist es auch nicht aus demselben Grund. Ich muss in den Body reinschauen. Das heißt also, man sieht schon, die Ansprüche, die ich an so ein wirklich transparentes und leicht bedienbares, schlankes API habe, sind mit Post am schlechtesten zu bedienen. Mit den anderen relativ gut. Wie würde ich jetzt in Level 2, also unter Verwendung der Verben, unsere API verändern? Ich würde den ersten Aufruf anders gestalten. Ich könnte statt des Posts, wo ich dann meine Anfrage in den Request-Body tue, kann ich das mit einem Get machen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel den Query-String nutzen, dass ich übergebe, gib mir mal alle Slots von Dr. M. Jones für das Date 2010-01-04 und mit dem Status Open, also alle Slots von dem guten Dr. Jones, die noch nicht vergeben sind. Dann würde mir wie gehabt das System so eine Open Slot List zurückgeben und ich könnte dann den zweiten Call genauso machen wie eben. Da hätte sich jetzt nichts geändert, weil ich ja nach wie vor ein Appointment anlege. Das heißt, ich mache das über einen Post, ich schicke also einen Appointment Request hin und kriege dann das Appointment zurück. Unterschied zu eben ist, ich kann jetzt noch die URI zurückgeben, unter der ich dann zukünftig mit einem Get dieses neu geschaffene Appointment abfragen kann. Nämlich hier in diesem Fall zum Beispiel Slots 1234 Appointment. Und wie man hier sieht, sind in Level 2, wie eben auch schon gesagt, so gut wie alle Forderungen erfüllt. Nur die Links sind noch nicht da, die würden dann erst in Level 3 dazukommen. Siehe späteres Video. Machen wir noch ein paar Sonderfälle. Wie würden wir denn vorgehen, wenn es jetzt keinen Dr. Jones gibt? Das heißt, wir haben uns vielleicht vertippt oder der gute Dr. Jones hat gekündigt. Dann würden wir auf den entsprechenden Get-Aufruf, also wir machen einen Get auf Drs M. Jones, aber diese Ressource Drs M. Jones existiert nicht mehr, also würde er mir ein 404 Not Found zurückgeben. Und da sehen Sie auch wieder, dass Sie hier den HTTP-Standard einfach sehr schön nutzen können. Diese Bedeutung von 404, die ist ja im Standard festgelegt. Die müssen Sie also nicht mehr dokumentieren oder erklären. Sie können ganz einfach, wenn jemand eine Ressource aufruft, die es nicht gibt bei Ihnen,
in Ihrem eigenen API, dann liefern Sie einfach ein 404 zurück und das bedeutet, Junge, die Ressource gibt es nicht. Andere Frage, was passiert, wenn Sie so eine Liste der offenen Slots angefordert haben, aber dann haben Sie ein paar Minuten verstreichen lassen, um sich zu entscheiden und zwischendurch ist der Termin halt anders wie vergeben worden, gibt es nicht mehr, Termin ist weg. Das würden Sie deutlich machen, indem Sie ein 409 zurückgeben. Also ein Konflikt. Denn ich kann jetzt diese Anfrage inzwischen auf Serverseite nicht mehr bedienen. Ich möchte den Slot 1234 buchen mit einem Appointment, aber dieser Slot hat nicht mehr den Status verfügbar, also habe ich einen Konflikt. Auch hier wieder die Möglichkeit, so eine doch recht komplexe Fehlermeldung gar nicht dokumentieren zu müssen, sondern sie direkt in so einen Return-Code packen zu können. Es schadet wahrscheinlich nichts, wenn man auch noch eine Fehlermeldung in den Response-Body reinschreibt, aber es ist für alle ersichtlich, was hier passiert ist durch die Definition von 409. Damit haben Sie die wichtigsten Prinzipien von REST APIs kennengelernt und welche Anforderungen an ein gutes REST API gestellt sind. Und wir werden dann in dem nächsten Video uns mal anschauen, wie man das dann tatsächlich praktisch umsetzt.